Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute zur neuesten Wanderung, zum neuesten Film dabei seid. Und ihr fragt euch, wo findet ihr diese wunderschöne Kulisse? Ganz einfach, bleibt dran, ich erzähle es euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen und vor allen Dingen später beim selbst Nachwandern. Ihr fragt euch, wo findet ihr diese Aussicht und vor allem den kalten Muff? Dazu fahren wir wieder ins Erzgebirge. Zwischen Wolkenstein und Ehrenfriedersdorf, kommend aus dem Tal der Zschopau, bietet sich uns an der 702 Meter hohen Franzenshöhe dieser wunderschöne Ausblick. Ein kleines Stück unterhalb sehen wir den besagten kalten Muff. Denn bei diesem handelt es sich um eine Gaststätte. 1859 soll dieses Lokal erbaut worden sein. Woher der Name kommen soll, verrät natürlich wieder eine kleine, schöne Geschichte. Zu früheren Zeiten, als es noch viele Pferdefuhrwerke und wandernde Handwerksburschen gab, war das Gasthaus ein beliebter Ort zum Ausruhen. Nur leider nicht über Nacht, das war verboten. So trug sich folgende Geschichte zu. In einer eiskalten Nacht erreichte ein einsamer Wanderbursche müde und halb erfroren das Gasthaus und bat um Quartier. Die Wirtsleute hatten Erbarmen mit dem armen Kerl mitten in dieser kalten und dunklen Nacht und gaben ihm trotz des Verbotes Einlass. Er durfte sogar auf der Bank in der Gaststube schlafen. Damit er wenigstens ein bisschen Wärme bekam, gab ihm die Wirtsfrau einen Muff, in die er die Hände stecken und erwärmen konnte. Bereits früh am Morgen hatte sich der Bursche wieder auf den Weg gemacht, jedoch einen Abschiedsgruß hinterlassen. An die Tür der Gaststätte hatte er mit Kreide geschrieben: Gasthaus zum kalten Muff. Doch jetzt genug geredet, wir laufen von der Gaststätte am Rand der Straße nach oben. Nach etwa 100 Meter können wir bereits die Straße verlassen und biegen in die Seifenthalstraße ein. Auch wenn es Straße heißt, es ist eine Forststraße und öffentlich nicht befahrbar, und dieser folgen wir zunächst ein Stück. Die entsprechenden Links stelle ich euch wie immer unten in die Beschreibung und ihr könnt euch die GPS-Daten bei Autoactive bzw. Komoot bei Bedarf wieder herunterladen. Am ersten Wegweiser angekommen, geht es nach rechts und siehe, wir treffen einen guten alten Bekannten. Nämlich den Anschluss an den Planetenwanderweg Drehbach. Da wir uns hier bereits ein ganzes Stück oben im Erzgebirge befinden, ist Schnee um diese Jahreszeit durchaus keine Seltenheit. Einziges Ärgernis, an einigen Abschnitten hat sich der Forstwirtschaftsbetrieb ausgetobt und die Wege regelrecht zerstört. Deshalb plant für eure Wanderung einen Tag mit Bodenfrost, wie ich ihn hatte, oder Tage nach einer längeren Trockenheitsperiode. Weil wir vorhin von alten Bekannten gesprochen haben. Wir begegnen hier oben auch der roten Markierung EB. Ihr kennt diese Bezeichnung ja bereits. Es markiert den Fernwanderweg Eisenach-Budapest und ihr seht, manchmal findet man das Abenteuer und den Ruf nach der Ferne direkt vor der eigenen Haustüre, ohne weit zu fahren bzw. suchen zu müssen. Schließlich stoßen wir auf diese asphaltierte Wirtschaftsstraße, und diese ist Teil des erwähnten Planetenwanderweges. Schließlich erreichen wir diese Kreuzung mit seinem Rastplatz und wir biegen zunächst rechts ab in Richtung Faule Brücke. Am Waldrand laufen wir noch einmal nach links und ich kann euch sagen, diesen Wegesabschnitt habe ich sehr genossen und ich hoffe, es wird euch hier ebenfalls gefallen. Im Heidelbachtal angekommen, geht's dann rechts nach oben und wir folgen dem Bachlauf. Passt aber hier gut auf. Dieses Heidelbachtal ist zumindest in 3 Abschnitten ein Naturschutzgebiet und mit Glück kann man Eisvögel wasseramseln
oder die hier ausgewilderte Herde an Mufflons beobachten. Ich hatte leider das Glück nicht. Der vorhin erwähnte Forst hat sich, wie zu sehen ist, an diesem Tag ziemlich lautstark bemerkbar gemacht. Schließlich erreichen wir die Faule Brücke. Dieses Gebiet ist eins der erwähnten Flächennaturdenkmale. Es handelt sich um eine Flach- bzw. Zwischenmoorfläche und Moore haben wir in der Vergangenheit ja auch schon besucht und wissen, wie interessant diese sind. Auf jeden Fall gibt es für die Freunde der Botanik hier unheimlich viele Pflanzen zu entdecken. Wir laufen heute jedoch weiter und orientieren uns erneut am Weg Eisenach-Budapest bzw. Kunstmauer. Aufgepasst, auch wenn der breitere Weg dazu verleitet, ihm weiter zu folgen. Wir biegen links ab und auf schmalen, angenehmen Wegen geht es weiter mit der roten Markierung. Schließlich erreichen wir die ausgeschilderte Kunstmauer. Was das ist, wollt ihr wissen? Ich habe mich auch erst durch die angebrachte Tafel aufklären lassen. Es handelt sich um ein Überbleibsel des Bergbaus, welcher ja unser Erzgebirge so stark geprägt hat. Aber Näheres zu diesem Thema folgt in den nächsten Wochen hier auf meinem Kanal. Seid also noch ein wenig gespannt. Noch ein kleines Stück und wir erreichen den Waldrand und diese Schutzhütte unterhalb vom kalten Muff. Hinaus aufs Feld getreten, solltet ihr euch Zeit nehmen für diesen genialen Fernblick aufs Dach unseres Erzgebirges. Dieser Aussichtspunkt wird zu Recht als einer der schönsten im mittleren Erzgebirge bezeichnet. Habt ihr euch satt gesehen an diesem wundervollen Panorama, laufen wir weiter. Wem die Füße schon wehtun, der kann an der Straße bzw. auf dem Feld bereits von hier zum Ausgangspunkt zurückgehen. Aber wenn ihr mich fragt, es wäre ein Fehler. Deshalb geht wieder zurück an den Waldrand und folgt unserem Weg weiter. Wir gehen nicht lange, um links diesen alten Steinbruch zu entdecken. Welch wundervolle Perle ist hier mitten im Wald versteckt. Nehmt euch die Zeit zum Genießen. Zu guter Letzt treffen wir auf das, was der Forstwirtschaftsbetrieb hier angerichtet hat. Denkt also bitte an meinen Hinweis, geht bei Frost oder trockenem Wetter. Zum Glück ist dieser Abschnitt nicht weit und wir erreichen wieder die Seifenthalstraße und unseren Ausgangspunkt. Ich hoffe, ihr hattet erneut Spaß an dieser Wanderung und ihr wisst, hier auf meinem Kanal gibt es noch viele andere interessante Touren zu entdecken. Bis bald, ciao!